So, guten Abend. Ich sollte jetzt live sein, oder? Ich bin live, Leute. Willkommen zu diesem Summer Game Fest Live-Reaktion 2023. Guten Abend an alle erstmal. So, erstmal kurz Soundcheck. Check. Sollte alles rundlaufen hier. So, hallo erstmal an alle. Wir reagieren heute auf die Summer Game Fest 2023. Mit 2 Stunden vollgepackt mit Ankündigungen von großen Studios, Sony, Xbox, ich glaube sogar auch Nintendo ist dabei. Ja. Muss sagen, ich habe jetzt eigentlich keine großen Erwartungen. Also ich gehe da unvoreingenommen in die Sache rein. Und mal gucken, wie es wird. Im Trailer kam auch Spider-Man vor, im Summer Game Fest Trailer. Vielleicht noch mehr Infos zu Spider-Man. Vielleicht Release-Datum, wäre auch mal Zeit, dass die es droppen, ne? Ich will gerne wissen, wann das Spiel rauskommt. Ja, aber erstmal guten Abend an alle. Hallo an Naona, an Saki. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. So, hallo an Naona, Mert, Amar, Neon, Tosi, Gnu, Pascal, Gabriel. Ragnarök oder Jedi Survivor Ragnarök auf jeden Fall. Jedi Survivor ist auch ein gutes Spiel, aber hat leider in meinen Augen zu viele Fehler. Hallo Lord Sonic, Dortmund-Fan, sorry für die Meisterschaft an Bayern, aber wie geht's dir so, Dortmund-Fan? Hallo an Spider-Man, Alex und Kenny. Was erwartet ihr so? Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so diesen krassen Hype, den ich verspüre, muss ich gestehen. Aber 2 Stunden, wie gesagt, voller Games, voller Ankündigungen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt trotzdem. Also die sagen Mortal Kombat 1 ist jetzt für mich nicht so ein Hype-Titel. Es war eine ganz coole Sache, aber jetzt nicht so ein Hype-Titel für mich. Aber ja, ich frage mich, was jetzt kommt. Weiß nicht. Spider-Man 2. Ja, Spider-Man 2. Wenn es nicht kommen sollte, wäre es auch egal. Ich meine, wir haben vor 2 Wochen einen Gameplay-Trailer gesehen. 9 Minuten lang ging es auf jeden Fall. Also ich habe erstmal genug Spider-Man gesehen. Das Einzige, was ich eigentlich wollen würde, ist vielleicht Infos zum Release. Also Release-Datum, genau. Ja, aber ansonsten würde ich jetzt eigentlich nicht so viel Spider-Man jetzt sehen. Ich habe jetzt genug gesehen. Klar, ich würde jetzt gerne Spider-Man 2 spielen, aber Gameplay-technisch habe ich erstmal genug gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Naja, aber ja, so, keine Ahnung. Mehr Infos. Würdet ihr jetzt mehr Spider-Man 2 Gameplay feiern? Weil ich zumindest würde sagen, das ist ein bisschen zu viel dann, des Guten. Also ich habe dann erstmal genug gesehen. Das wäre jetzt so mein Empfinden, ne, würde ich mal sagen. Das wäre so mein Empfinden, ne. Wolverine wird erstmal nicht kommen, sage ich. Wolverine ist ja auch vom selben Studio, was Spider-Man 2 entwickelt. Die werden jetzt Spider-Man 2 rausbringen und dann Wolverine ankündigen. Ich denke, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis das Spiel rauskommt. Also, ich sag 3-4 Jahre oder so. Um den Dreh. Das Fest wird 2 Stunden gehen. Schon relativ lange sogar. 2 Stunden wird es vollgepackt sein mit Spielen. Ich denke, Großteil wird Indie-Games sein, also von kleinen Studios. Aber laut Beschreibung auch mit großen Titeln, große Ankündigungen, Weltpremieren. Deswegen, ich bin einfach nur gespannt. Ich habe auch gelesen, Elden Ring DLC, Mortal Kombat 1, mehr Infos zu Assassin's Creed, glaube ich, sogar noch. Und Spider-Man 2 vielleicht auch noch. Aber wie ich schon 3-mal gesagt habe davor, ich habe jetzt keine großen Erwartungen. Oder irgendwie, wo ich sagen muss, es muss vorkommen, wenn nicht, dann bin ich traurig. Wir gehen einfach rein, ich gehe einfach rein, unvoreingenommen. Und wir genießen aber die Show, würde ich sagen. So einfach ist das. So, eine Frage erstmal an euch, ist der Sound in Ordnung? Irgendwas zu laut, irgendwas zu leise? Ich frage mal gleich nach, wenn das dann losgeht. Wenn die Action-Szenen losgehen, die Ballereien, wenn es dann zu laut ist, dann gerne Bescheid sagen. Kann ich es schnell hier auch ändern. Wenn irgendwas zu laut, zu leise ist, gerne mal reinschreiben. Ja. Hallo, Langhammer Alessandro, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir, Langhammer Alessandro? Willkommen im Stream, wie geht's dir? Ich würde es okay finden, The Last of Us 3 muss kommen. The Last of Us 3 wird nicht kommen, in dem Summer Game Fest zumindest. Die machen erstmal nur die Multiplayer-Spiel, den Teil, und The Last of Us 3 wird erstmal hier nicht kommen. Also es wird irgendwann bestimmt kommen in den Jahren, aber in der Summer Game Fest zumindest hier, glaube ich, wird erstmal nichts dazu kommen. Dein Lieblings-Assassin's Creed ist AC2 mit Ezio, auf jeden Fall. Und auch 3 finde ich ganz cool mit Connor, also in Amerika, das ist auch ein ganz geiler Titel. Und ja, das war's eigentlich, die beiden. Hallo Traceway, der erste Mod ist jetzt hier, was geht Traceway? Guten Abend Traceway.
Hallo, einfach Team. Tim, wie geht's dir? Wann Minecraft? Ich habe gesehen, es gab ein neues Update, ne? In Minecraft ist das Update groß eigentlich? Ist es lohnenswert zu streamen, dieses Update? Gibt es da viele neue Sachen oder ist es einfach nur sowas Kleines? Mir wurde schon gesagt, dass ein Update kam. So, es geht los, Leute. In 4 Sekunden. Dann mal gucken, was wir jetzt hier so sehen werden. So, bla 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 bla, genau. Also falls ihr sensibel seid, wegschalten. Ich denke, wir alle sind stark genug, um sich anzuschauen. Let's go. Bin gespannt. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. DLC für Detroit Become Human. Ja, das wär's, aber ist auch unwahrscheinlich. Ist auch unwahrscheinlich. Dann wäre The Last of Us 3 wahrscheinlich dann dieses Summer Game Fest oder GTA 6. Sehr groß sogar in Minecraft? Okay. Today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be. Ich mag den Moderator, der ist so ein Ehrenmann, der ist so sympathisch, ne? Wer moderiert? For the first time ever. Welcome everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. Okay. Der hypt uns ein bisschen, Leute. Also Extended gameplay of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 Gameplay, okay. Delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. Fortnite Next Season Reveal, okay. We do have a very special grand finale that you're not gonna want to miss. Oh, okay. I'll say right Jetzt now. es hypt das schon ein bisschen, ne? But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Also Alan Wake 2 Gameplay, Mortal Kombat 1 und ein Finale, was wir nicht verpassen sollten, sagt er. Also bin gespannt. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the Immortals, to rescue him and GTA save 6. the Empire. Also wenn GTA 6 kommt, dann For what was coming next. was soll ich dann machen, Leute? Wenn GTA 6 hier ankündigt wird, was soll ich dann machen? Then Irgendwas again, muss ich dann machen, ey. they weren't prepared for me. Chili essen, Oliven essen oder was auch immer, ey. So, erstes Spiel ist, glaube ich, jetzt nicht so krass. 2D, ja. Aber der ist schon gehypt, der Moderator, ne? Also, Finale, was wir nicht verpassen sollten. Hast du einen Spider-Man-Film geschaut? Ja, habe ich. Der ist grandios. Also 10 von 10 muss ich sagen. Der ist perfekt in meinen Augen. Der neue Film ist echt gut. Wirklich, ich habe den echt gemocht. Ich glaube, ich stand sogar nochmal irgendwann. Aber auf Englisch nochmal, in der Originalvertonung. War echt ein geiler Film, wirklich. Dienstag kommt ein neues GTA 5 DLC-Update, aber nicht allzu großes. Ja, GTA ist jetzt für mich sowieso momentan nicht so hoch an der Liste. Aber Minecraft wäre so ein Spiel, was ich mir wieder anschauen könnte, so ein neues Update. Weil jetzt wurde mir gesagt, dass das Update ganz groß war. Deswegen mal gucken. Wir werden mal sehen, wann ich wieder live kommen sollte mit einem Spiel. Momentan Livestreams, also so ein Spiel, ich habe gerade kein Spiel, was ich spielen will, so, weißt du? So, ich spiele privat nur ein bisschen Overwatch, aber ansonsten habe ich keinen Bock auf irgendein Game, so Minecraft, GTA, was wir dann zusammen gespielt haben. Die Lust ist nicht so groß, leider. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series. Prince of Persia, ja, ist schon Legende, aber and of course, incredible platforming, nicht so puzzles, and meins. animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1.
Der macht jetzt schon Mortal Kombat 1 Gameplay, okay. Okay. Keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11 and ever since Ed Haben wir hier Mortal Kombat Fans im Chat? Oder seid ihr auch jetzt nicht so groß gehypt auf das Game? And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of So, Mortal noch Fatalities? Kombat 1. Let's do it! Okay, ich bin jetzt auch ein bisschen gespannt. Mortal Kombat ist, wie gesagt, nicht so mein Spiel gewesen. Aber hat man gerne mal gespielt, bei einem Freund. Ja, war ab und zu gespielt und generell auch die Finisher, die sind eh ikonisch. Deswegen bin ich gespannt. Okay. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. Also wenn ich mir ein Kampfspiel kaufen sollte, also so Street Fighter gibt's ja Tekken und Mortal Kombat, dann würde ich mir, glaube ich, am ersten Tekken oder Mortal Kombat holen. Eins von beiden. Street Fighter eher nicht so. Boah, was krass. Sieht geil aus, muss ich sagen. Sieht echt geil aus. Es war nicht mal ein Finisher, es war nur eine Attacke. Mal gucken, wie die Finisher aussehen, ey. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, God of Fire. Was sagt ihr? Also an die Fans von Mortal Kombat? 1 bis 10, was würdet ihr bewerten? Ich will die Finisher sehen. Die Fatalities. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ich mag die Maps, die Umgebung hier. Zum Beispiel das hier. Das sieht auch richtig schön aus. Aber ich jetzt so als Casual-Spieler sehe jetzt keinen großen Unterschied. Also deswegen müsst ihr immer mal sagen, ob ihr einen Unterschied erkennt von der Grafik her, sage ich mal, auch vom Look, vom Aussehen. Boah, das ist ein Fatality gewesen, ne? Die zeigen sehr viel, Alter. Ich finde, die Umgebungen sind jetzt viel detailreicher, ne? Viel scharfer und auch mit mehr, ist viel lebendiger als im letzten Teil. Das ist jetzt so mein Empfinden. Ich habe es halt den letzten Teil ab und zu mal gesehen, ein bisschen auch gespielt. Ich finde aber die Umgebungen, sieht richtig geil aus irgendwie, Die vielen Details in Ecken, sehr viele Menschen und uns auch, ist aber schon gemacht. Das ist ein Fatality, oder? Das ist keine Attacke. Boah. Yo. Ja, ich find's cool. Wie gesagt, zwar nicht so mein Spiel, aber boah, ey, die Finish die sind echt geil gemacht, ey. Die sind so ikonisch, ne? September 19. Okay, alles klar. Pre-Order now. Da kriegen wir eine Figur. Okay. Sehr kinderfreundlich auf jeden Fall, ey. Ab 6 Jahren freigegeben. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest
the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. Schön für die Fans, wirklich, dass sie jetzt einfach viel bekommen auch. Viel Gameplay haben wir jetzt auch gerade gesehen und jetzt auch den Entwickler, der Ersteller. Ist cool, ist cool. Rippen gebrochen, hab chillig und alles okay. Ja, ist Mortal Kombat einfach, ey. Stell dir vor, The Last of Us 3. Ja, The Last of Us 3. Ich habe halt gespaltene Meinung zum zweiten Teil. Der zweite Teil ist für mich, meiner Meinung nach, nicht so geil. Deswegen kann Teil 3 noch ein bisschen warten in meinen Augen. Wirst du spielen? Ich werde es mir, glaube ich, nicht holen, Mortal Kombat. Ich bin nicht so ein riesiger Fan von Kampfspielen. Und ich würde auch kein Geld dafür ausgeben für ein Kampfspiel. Deswegen. Das einzig richtige Kampfspiel, was ich gespielt habe, war Naruto Storm. Die Teile, aber so Street Fighter, Tekken und Mortal Kombat habe ich immer bei so einem Kumpels gespielt, bei Cousins oder auch bei anderen Leuten. Deswegen. Willst du spielen? TVs beinahe? Oder kaufen, beziehungsweise? The thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich reinrede jetzt hier. Ich denke, das ist nicht schlimm. Also, wenn ihr das hören wollt, dann einfach den Stream switchen zum Original. Ich lese es im Chat vor einfach. Wann Spider-Man 2, wenn es 2 rauskommt, würdest du es direkt Let's Playen? Ich werde sofort Let's Playen. Ich werde es vorbestellen und sofort ab 0 Let's Playen. Ich werde da 5 Videos oder so raushauen am ersten Tag. Spider-Man 2 ist mein Highlight des Jahres. Videogame-technisch. Ich werde sofort raushauen. 5 Parts oder so am ersten Tag. Ich weiß nicht wie viel, aber wird auf jeden Fall einiges kommen. Auf was für ein Spiel wartest du? Ich habe keine Erwartung, wie gesagt. Spider-Man 2 kam ja auch in dem Summer Game Fest Trailer zwar vor, aber ich habe es davor auch schon gesagt, ich habe jetzt mal genug Spider-Man gesehen und wie gesagt, ich habe keine Erwartungen, ich hab jetzt keinen Wunsch. Ich schaue mir das einfach an, diesen Livestream, und viele bis mit euch. Mortal Kombat 1 jetzt zum Beispiel ist eine coole Ankündigung. Und ja, und du? Hast du irgendwie eine Erwartung von wegen ein Spiel muss kommen? Hey Tamara, welcome to the stream. I hope you're good. How are you? Hope you're fine. Push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so zeigen die halt ein bisschen mehr Mortal Kombat, die ganzen Mechaniken. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire. Gab es schon damals 2 Figuren? Also als 2 Figuren in einem Team? Also zum Beispiel, dass man die dann einsetzen kann, oder ist es jetzt eine neue Mechanik? Ich glaube, das ist sogar neu. Basically a whole arsenal of their moves. So Sonya will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through. Ist neu, ne? Ja, ist neu. But is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Thank you, Tamara, for £3. Thank you so much. Allen Ehren, Herz im Chat für Tamara. Vielen Dank. Thank you so much. You're too kind to me. Thanks. Nee, eigentlich nicht. Wie du meintest, Spider-Man 2 haben die ja gezeigt, kann nicht mehr warten auf das Spiel. Ich will es echt sofort spielen. Ich hoffe, die droppen heute Release-Datum. Ich will nur ein Datum. Mehr will ich nicht, nur ein Datum. Wann fängt Herbst an? Herbst fängt Anfang oder Ende September an? Ich weiß gar nicht, wann es anfängt. September, Oktober, auf jeden Fall eins von beiden Monaten kommt Spider-Man. Thanks, Tamara. Thanks. Thank you so much. Thank you. Confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in. Do you stream as well, Tamara? As Johnny Cage, right? Is that true? How long you will play today? When you play, when I finish the stream, we can play some more if you want. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard. Oh, Jean-Claude, ein bekannter Schauspieler, wird eine Figur hier voice-overn, oder wie? Ja, cool. Jean-Claude ist jetzt nicht so mein Schauspieler, aber eine Ikone, Schauspieler mit Jean-Claude. Kennt, glaube ich, jeder gefühlt. I will wait for you.
This stream, this event, I think it will go 2 hours, I think. So I will join in 2 hours. Hab so Bock, das bei dir zuzuschauen. Ich werde, glaube ich, am ersten Tag, wie gesagt, 5 Parts raushauen. Ich werde da so fett vorproduzieren. Ich werde das, glaube ich, in 3 Tagen durchspielen oder so, Hab da so Bock drauf. Und Trace, danke für 27 Monate Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank, Trace. Danke für deine Treue, für deine Loyalität, Alter. Vielen, vielen Dank. Kuss, Kuss, Kuss. Trace war auch ein Ehrenmann, wirklich. Danke. So spät fängt Herbst an, also Ende September erst, ne? Fängt Herbst an. Okay, okay. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the guards? Path of Exile haben die gesagt, ne? Ja, ist auch nicht so meins. Ist halt eher so Diablo-like, ne? Ja, ja. Sieht schön aus, sieht cool aus. Aber auch nicht so meins, leider. Ja, ja. Also wenn es im Stream irgendeinen Fan von Path of Exile gibt, dann wäre es schon überraschend. Ich glaube, keiner ist so ein Fan von Path of Exile, ne? Looks amazing and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Die zeigen schon am Anfang schon gute Spiele, ne? Mortal Kombat 1 Gameplay, Street Fighter Gameplay. Also, das ist objektiv betrachtet ein guter Anfang bis jetzt. Also, muss ich sagen. Was sagt ihr dazu? Roboter Rio? Ich werd so geclaimed, ne? Das ist so Copyright-Musik, Alter. Das ist so Copyright-Musik leider, Dinosaurier? What the fuck? Okay. Wow. Okay. Ist so eine Art DLC, sag ich mal. Mit Exo Primal. Noch nie gespielt. Schön für die Fans. Oh, sogar in Game Pass drin. Kostenlos. Okay, das ist I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more It's powerful Fortnite. than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ist nicht echt Fortnite. Oh, DBD? DBD, ja, ich habe sofort erkannt. Nicolas Cage, okay. Warum der Schauspieler an sich drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, warum? I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Einfach ein Schauspieler jetzt einfach drin, hä? Creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Hä, wie random, warum, hä? Wie random einfach. Das ist genauso wie Tom Holland einfach in Fortnite-Skin, so. Einfach
Happy to meet you. Geiler Schauspieler, aber Nick, I so. gotta say, welcome to the Okay, video game interessant. world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. Ja, das ist echt unexpected, ey. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. Der war ja auch Ghost Rider im Marvel-Universum, ne? Nicolas Cage, der war Ghost Rider, So I ne? play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do this as well, that feeling of bonding. Ich muss das ein bisschen verarbeiten. Ich dachte jetzt irgendwie so, eine Figur wie Ghost Rider ist jetzt drin, in Dead by Daylight. Oder irgendeine andere Rolle, aber einfach der Schauspieler selbst ist drin. Ja. Warum nicht, ne? Warum nicht? I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game is 20 Euro für Nicolas Cage. 20 Euro DLC, nur für ihn, Leute. Was sagt ihr? Würdet ihr kaufen? An die DBD-Fans? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. Noch ein Witz Dead by reingebracht. Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Von einer Skala von 1 bis 10, wie random ist das? 10 von 10, so random ist das. Comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Ich hoffe, der redet im Spiel. Hat noch so ein paar Zeilen. Ist das random? Ich fasse es immer noch nicht. Einfach ein Schauspieler an sich in dem Spiel jetzt so. Was sind seine Fähigkeiten, ey? Hat er irgendwelche Perks? Okay, ja. Alles klar. 69 von 10, 10 von 10, ja, schon echt random, ey. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. Die Serie, ne? The Witcher? Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast.
Hä, wurde er nicht ausgetauscht, der Schauspieler, Henry Cavill? Be sure to tune into The Witcher Season 3, Volume 1 debut. Hä, wurde Henry Cavill nicht ausgetauscht? Weil er wollte ja was anderes machen, habe ich doch gelesen. Oder erst in Staffel 4 dann. Oder wurde wieder zurückgeholt? Henry Cavill. Oder habe ich irgendwas verpasst? Die neue Staffel ist mit einem anderen Schauspieler, mit dem Bruder von Chris Hemsworth. Liam Hemsworth war doch der... Okay, hä? Oder erst ab Staffel 4, ich bin jetzt irgendwie verwirrt. Da war doch so eine Aufruhr wegen dem Schauspieler. Neutrality has consequences too. Ja, Witcher. Viele haben die Serie gefeiert. Hab die nie geschaut. Ich habe nur Witcher 3 kurz angefangen, kurz angezockt in einem Stream. Aber es ist nicht so meine Welt. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Ich muss mal gleich nachschauen jetzt, wegen dem Schauspieler. Also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ausgetauscht worden ist. Die Hauptrolle. Irgendwas war da mal, ich bin mir ganz sicher. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? So, cool, The Witcher Staffel 3, Netflix, alles schon gut. Ich will jetzt aber einen Banger sehen, ey. Einen Banger. Na, schon für die Fans. Freue mich für die. Epic Games. The Forest 3 oder was? Das wär's, The Witch Hunt. Okay. Interessant. Auf jeden Fall. Witchfire. Alles klar. PSVR 2 Spiel. Ist das E-Game-Grafik oder was? Das sieht nicht so schlecht aus für ein VR-Spiel, muss ich sagen. Das sieht ganz gut aus für ein VR-Spiel. Ja, ist okay. Für ein VR-Spiel ist es voll okay, die Grafik. Ist nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Meinst du, es lohnt sich, eine PS5 zu kaufen wegen Spider-Man 2? Also nur wegen einem Spiel eine Konsole zu kaufen, würde für mich jetzt nicht lohnen. Klar, Spider-Man 2 ist ein absolut geiles Game, so. Aber ich würde mir einfach eine Konsole kaufen, um halt mehr Spiele zu spielen, nicht nur wegen einem Spiel. Weißt du, was ich meine? Aber musst du selbst entscheiden. Wenn du das Geld hast, kannst du es gerne holen.
Wenn du aber halt extra sparen musst dafür und auch ein bisschen zusammenkratzen musst, dann würde ich es mir überlegen mit dem Kaufen. Dann müssen wir überlegen. Zeigen halt mehr Spiele hintereinander einfach. So ein bisschen Durchlauf. Ist aber okay, ist okay. Ich meine, es kam jetzt Mortal Kombat 1, Street Fighter und auch Nicolas Cage in DBD, was absolut random ist. Aber jetzt erstmal ein paar Spiele, die jetzt nicht so krass sind und jetzt dann vielleicht eine Phase, wo krasse Banger gezeigt werden. Ich denke, das wird dann noch ganz cool sein. Also wie gesagt, der Moderator hat da gesagt, das Finale wird krass sein. Deswegen, mal gucken, wie es wird. Was wird's? Ja, würde ich auch nicht spielen, also... Sieht halt so... Ja, immer so gleich aus wie jedes andere Game, ne? Wisst ihr, was ich meine? Von der Art her irgendwie. Das Rumgeballere, diese Alien-mäßigen Welten und so weiter und so fort. Ist halt so generisch, wenn man so sagen kann. Ist dann Uncharted-Vibes anscheinend. Uncharted 2 im Zug. Also viele haben auch vielleicht auch erwartet, dass auch Days Gone 2 angekündigt wird. Days Gone ist auch ein gutes Spiel. Und ich denke, Days Gone 2 wäre lukrativ für Sony. Vielleicht ein Days Gone Multiplayer. Das wäre auch absolut geil, muss ich sagen. Days Gone in Multiplayer-Modus in der Open World würde ich auch fühlen. Days Gone 1 war ein gutes Spiel. Und warum nicht Days Gone 2? Ne? Warum nicht? All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Okay, As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Okay. Oh, Sonic Remake. Oh. Cool. Das ist cool. Ja, die Grafik ist süß. Freue mich echt für die Fans. Also, ich will sogar auch ab und zu mal spielen, ey. Ja, ist okay, ist okay. Sonic kennt jeder. Also, wer Sonic nicht kennt, ne? Einfach ein Remake zu den alten Spielen. Ja, ist süß. Ist süß. Ist sehr süß. Kommt ein Video auf YouTube vom Stream, es wird hochgeladen dann, genau. Also es bleibt dann halt auf YouTube, dieser Stream. Könnt ihr mal dann nachschauen, wenn ihr wollt, Leute. Falls ihr nicht gerade könnt. Also keine Bange. Was sagt ihr? Ich find's nett. Ich find's sehr, sehr nett. Das ist aber ein neues Spiel, ne? Also halt ein ganz neues Spiel, weil ich glaube, das ist kein Remake. Ich glaube, es ist ein ganz neues Spiel. Ja, ist süß, wirklich. Also, cool. Sonic Superstars. Let's go. Sieht nice aus, ja? Ich freue mich für die Sonic-Fans. Coming Fall, Herbst. Okay, wie Spider-Man 2. Alles klar. Cool, schön. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look.
Sehr brutal, nicht für Kinder geeignet. Auf jeden Fall. Ah, wieder so ein Anime-Spiel, Wieder so ein... Ja. Wieder so ein, Genshin Impact Abklatsch. Gibt es nur weibliche Figuren oder wie in diesem Genshin Impact Abklatsch? Nur weibliche Figuren anscheinend. Ah, die Männer sind unten oder was? Die Männer unten und die Frauen oben oder wie? Das ist schon nicht gleichberechtigt hier, muss ich sagen. Kein Plan, ich bin kein Fan von Anime-Spielen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so kein Fan bin. Ich glaube, das einzige Anime-Spiel, was ich gespielt habe, waren die Storm-Teile von Naruto. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den Anime-Games. Und auch Dragon Ball. Aber sowas hier... Ja. Ich habe auch schon halt Genshin Impact auch gespielt. Klar. Als Test und so, aber... Ja. 2023, Quartal 4, also Ende des Jahres. Okay. Schön, freue mich für die Anime-Fans. Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when... Spiel das vielleicht irgendwann mal, aber nur wegen den Charakteren. Bin kein Streamer, auf jeden Fall dort ein Fan. Auf jeden Fall, das glaube ich dir auf Anhieb. Life is Strange? Das wäre krass. Aber das glaube ich jetzt nicht. Life is Strange. Das ist was ganz anderes hier. Ah, es ist dieses Pinocchio-Spiel, ne? Dieses Dark Souls Pinocchio. Dieses, wie hieß das nochmal? Es war ein Souls-Spiel. So eine abgespeckte, gruselige Version von Pinocchio war das. Hab den Namen vergessen. Bonjour. Monsieur, je m'appelle Anthony. Je le sens baguette. Oh, okay. Aujourd'hui. Ich mag aber die, das Setting mag ich sehr. Oder war das dieses Soul-Spiel? Ich glaube, das war das sogar, ne? Ah, Lies of Pi. Genau so hieß das, Lies of Pi. Mhm. Oder Pi, Lies of Pi. Lies of Pinocchio. Okay, alles klar. September 19, 2023 für die Souls-Fans. Oh, die muss jetzt auch draußen. Ja, cool. Aber auch nicht so meins leider. Denkst du, wir bekommen was zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? Wäre cool. Wäre sehr cool. Ich kann's nicht einschätzen. Kann kommen, kann nicht kommen. Das wäre jetzt meine grobe Einschätzung. 50-50, sage ich mal. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. So, was kriegen wir jetzt zu sehen? In der Wüste? Oh, ist das Dragon Quest? Nee, nicht... Oh, warte, das sieht so Dragon Ball mäßig aus. Oh! Von dem Macher von Akira Toriyama?
Ich wollte gerade sagen Dragon Ball, weil also Dragon Quest oder Dragon Ball, eins von beiden. Weil das Gesicht von dem alten Typen, das ist so Dragon Ball-like. Aber es ist von den Macher von Dragon Ball. Ist, glaube ich, sogar im selben Universum zwar. Weil auch diese ganzen Maschinen und so und diese Wesen, die sind schon Dragon Ball-like. Aber ich glaube, da werden halt die Figuren von Dragon Ball Z und so nicht vorkommen, ist ja klar. Aber vielleicht so in einer anderen Welt, anderes Land oder so. Ja, ist cool. Sandland. Ja? Dragon Ball, geil, bester Anime, wirklich. Sandland, okay, alles klar, interessant. Bandai Namco. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Okay. So, Ratespiel für uns. Stray DLC? So, den Rest erkenne ich gerade nicht. Vielleicht wisst ihr gerade, was gezeigt wird. Ich habe jetzt nur Stray erkannt. Hier Stray. Ich glaube, ein Stray DLC, ne? Sandland. Den Rest. Das ist, wie heißt das Planetenspiel nochmal? Das, was am Anfang gefloppt hat, aber dann am Ende doch ganz gut war. Annapurna Interactive Showcase. Okay. Alles klar. Ich habe jetzt nur Stray erkannt. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. Aber jetzt nur Stray erkannt. We're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Welcher Landsmann bist du? Was denkst du, welcher Landsmann ich bin? Firelord Susin? Was denkst du? Rate mal. Nenn mir irgendein Land. Ich bin nicht beleidigt, wenn du was Falsches sagst. Was denkst du denn? Nenn mir irgendein Land, wo du denkst, dass es meine Nationalität ist. Harness their power and put down this threat once and for all. Vietnam? Safe? Safe? Nein, ist falsch. Kurdistan? Aber sieht gut aus. Grafisch gesehen nicht schlecht. Ist jetzt nicht meins, bin ich auch ehrlich, aber obwohl, das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Davor sah es ein bisschen cooler aus. Aber die Fanbase bei solchen Spielen ist schon relativ groß. Solche Games halt einfach hier, ne? Aber nicht meins. Korea, Japan, Afrika, Asien. Asien ist kein Land. Asien ist ein Kontinent, genau wie Afrika. Korea. Der Dortmund-Fan hat recht. Landsmann ist China, meine Eltern kommen aus China. Bin da hier geboren. Ich fühle mich aber eher deutsch als chinesisch. Aber ich würde sagen Hälfte, Hälfte. Hälfte China, Hälfte Deutsch. Das ist so. Ich bin hier aufgewachsen in Deutschland. Liebe die Kultur. Ich bin stolz, die Sprache sprechen zu können. Und ja, bin aber auch Chinese. So, deswegen halb bei mir. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th,
Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Kein Banger bis jetzt, Leute, ne? Kein richtiger Banger, aber wie gesagt, vielleicht am Ende von die Summer Game Fest Show. Wir werden sehen. Das ist irgendwie auch wie das Game wie davor, von der Art her irgendwie. So muss das sein. Ja, ich finde halt irgendwie, da gibt es auch viele, so, ich werde jetzt nicht rassistisch klingen, Menschen mit ausländischen Migrationshintergrund, die dann halt sagen so, ja, Deutschland ist halt Kacke und so. Oder die fühlen sich jetzt so, jetzt ein Beispiel, ich kenne halt ein paar Kollegen, oder von damals in der Schule, die sind halt nicht so stolz gewesen, hier zu sein. Haben auch irgendwie Deutsche gemobbt, sage ich mal, weil sie deutsch waren. Und das finde ich halt ein bisschen scheiße, weil ich meine, Deutschland ist, ich finde es ist ein tolles Land. Klar, das ist auch deren Makel, aber es hat jedes Land gefühlt. Aber ich muss sagen, zum Leben ist Deutschland vom Standard her gut. Klar, die Regierung momentan macht auch gerade ein bisschen Blödsinn. Aber ich bin stolz und froh, hier jetzt zu leben zu können. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich bin froh, hier zu leben. Hier ist es auch sicher. Und Lebensstandard, medizintechnisch und alles drum und dran, braucht man sich gar nicht beschweren. Oh, das ist doch Gang Beast, ne? Oder was Gang Beast ähnlich ist, sage ich mal. Das ist zwar nicht Gang Beast, aber ein bisschen wie Gang Beast halt. Also halt ein anderes Spiel zwar, aber... Wer ist das? Party Animals? Sieht funny aus, sieht funny aus. Österreich ist besser als Deutschland. Ja, ich will jetzt sowas gar nicht anfangen, was besser ist. Ich finde sowas generell Schwachsinn, wenn man Länder vergleicht. Ich kann nur sagen, ich bin froh und stolz, hier zu leben in Deutschland. Mehr will ich auch nicht sagen. Wer Länder vergleicht und sagt, das ist besser, ja, das finde ich Schwachsinn. Finde ich Schwachsinn. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Resident Clank? Oder was? Warum leckt es jetzt? Leckt es nur bei mir oder? Schau mal kurz im Stream, ob es bei mir leckt. Jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's wieder. Gerne auch liken, Leute, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und supporten. Vielleicht auch teilen, wenn ihr wollt. Aber ein Like wäre schon sehr, sehr cool. Spielst du nur Story Games? Let's Play technisch ja. Story Games ist halt so mein Gebiet auf YouTube. Aber ich spiele auch ab und zu noch Multiplayer-Spiele in den Streams. Momentan spiele ich nicht so oft Multiplayer-Spiele, weil ich gerade auf nichts Bock habe gefühlt. Deswegen aber mal gucken. Mal gucken, was ich wieder streamen könnte. Vielleicht wieder das Minecraft-DLC, das Update meine ich. Wäre auch ganz cool, aber ansonsten spiele ich beides. Multiplayer und Story-Games. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Okay. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake 2, okay. Auch jetzt nicht mein Spiel. Habe ich schon so oft gesagt in diesem Stream. Ich weiß aber auch nicht so mein Game, aber Alan Wake 2 jetzt
mal so ein Titel, was ein bisschen größer ist. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Well, we are so excited because when you announced ist ein Anfang, kann man sagen. Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, Interessantes wurde bis jetzt eigentlich für mich nicht gezeigt, aber Mortal Kombat 1 wurde gezeigt. Sehr viel Gameplay. Street Fighter wurde auch gezeigt, also halt ein neues DLC. Und Nicolas Cage in DBD, aber so interessantmäßiges für mich gar nichts dabei bis jetzt. They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very quickly the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Schaut mir vielleicht mal an, Alan Wake 2. Horror Story Game. Ist so mein Gebiet eigentlich auch. So Story Games generell. Also mal gucken, wie es aussieht. Ich hoffe, jetzt ein bisschen Gameplay, mehr Gameplay. Interesting. So obviously, als in der Showcase. Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. Okay. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. Also der sagt, man muss jetzt nicht der Experte sein vom ersten Teil, man kann es auch so spielen, ohne ihn erstmal gespielt zu haben. Das ist dann auch so eine gute Sache für mich. Then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. You are free to switch between them. There are a lot of connection points. In many 2 Figuren, 2 an verschiedenen Orten. Man kann wechseln und dann die Geschichten erfahren. Haben aber auch Verknüpfungspunkte in der Story. Für die jetzt nicht so viel verstehen Englisch. You're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that. Ist interessant. Also spricht mich schon ein bisschen an. Intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Gameplay sind wir jetzt hier. Okay, ich bin jetzt gespannt. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Geh rein da. Ist noch nicht das finale Spiel, grafisch gesehen würde ich auch mal sagen. Aber sieht jetzt in dem Stream, ist jetzt auch nicht so ganz scharf, wegen dem Stream auf YouTube natürlich auch. Aber ist interessant. Also atmosphärisch? Cool.
Sounds like somebody's home. Teil 1 war sehr gut. Ist schon eine ikonisch, also schon ein sehr ikonisches Spiel, war. Also kann man sich vielleicht mal auch anschauen hier. Ich glaube, es gab auch ein Remake jetzt zu dem ersten Teil. Atmosphärisch gesehen, ja, ist cool. FBI. Aber Alan Wake, krass. Die Gegner, sage ich mal, oder das Gruselige an dem Spiel sind die paranormalen Aktivitäten, wa? Wie der Entwickler erklärt hat, oder sind es auch Gegner? Wie Geister oder was? Hatte gerade ein bisschen The Last of Us Vibes. Ein kleines bisschen. Yo, Mert, was geht? Warum hast du kein Mod, Mert? Oder bist du ein Fake-Account, ne? Du bist ja Fake-Account, Junge. Mert ist eigentlich mein Mods. Ich hab nicht entfernt, Mert. Ich hab nicht entfernt, ich schwöre. Warum hast du kein Mod mehr? Schreib mal in den Discord-Server rein. Dass du der echte Mert bist. Wenn ja, dann gebe ich dir sofort Mods. Schreib auch ins Discord-Server rein. Ja, ist interessant. Ist interessant. Also wie gesagt, wir werden eine Frau spielen, die wir jetzt gerade hier sehen, die wird halt ein bisschen Fälle bearbeiten, investigieren, ne? Deswegen. Alan 2, okay. Alles klar. Zwar jetzt nicht gehypt drauf, aber ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Keanu Reeves oder was? Ne? There's something I'm forgetting. Ich bin's. Ja, schau mal ganz kurz. Hä, warum hast du kein Mod mehr? Ich schwöre, ich hab nicht entfernt, ne? Ich schwöre, ich hab nicht entfernt, Mert. Warte mal ganz kurz. Jetzt solltest du... So, ich gebe dir leitender Mod. Also besserer Mod, sage ich mal. Es gibt 2 Versionen. Jetzt sollte es gehen. Jetzt geht's. Warhammer 2. Gab es auch schon ein paar Fans in dem Chat. Zum Beispiel hat einer auch geschrieben, ich hoffe, die zeigen noch ein bisschen Warhammer 2. Aber auch nicht so meins. Auch nicht so meins, leider. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! My pledge is eternal service. So, Stunde 1 ist schon vorbei. Jetzt die zweite Hälfte. Von dieser Show. Bisschen wie Days Gone, waren mit den ganzen Zombie-Invasionen. Ist interessant, also Koop-Multiplayer. Sieht auch recht spaßig aus. Oder was sagt ihr? Also ich finde es sieht spaßig aus eigentlich sogar. Cool, ja, ich mag diese Invasion von den Zombies. Halt ein bisschen wie Days Gone. Warhammer Space Marine. Dieser Winzer. Ja, es ist interessant. Auch kann man spielen, aber... Komm, jetzt ein krasser Banger. Fortnite. Minecraft, nein, Spaß.
Kann man spielen zum Zeit überbrücken? Ja, das auch, ja. Das würde ich auch sagen, Max. So eine Art Rollenspiel, will ich mal sagen. Mit Entscheidungen, wie du reagieren willst, was du sagen willst. Ja. So, jetzt kam eigentlich alles, was er angekündigt hat. Alan Wake 2 kam, Mortal Kombat 1 kam auch schon, Street Fighter kam auch schon, jetzt noch dieses die neue Season von Fortnite und von Call of Duty. Und dann kommen jetzt Überraschungen auf uns zu, wie er gesagt hat. Bin gespannt. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. So, was jetzt hier? Neues Spiel, neue Welt, laut dem Moderator. Eine neue ID. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. Ich lasse aber mehr. Es ist okay. Ich weiß, dass du es bist, ist schon okay. Ich lasse aber so, wie es ist. Okay. John Carpenter's Toxic. Oh, cool. Ich bin ein riesiger Fan von COD Zombie Mode. Spiele ich sehr, sehr gerne. Und es ist echt wie COD Zombie. Nur aber größere Welt mit Fahrzeugen sogar. Ja, es ist an sich cool. Ja, ist an sich, Kurzbeschreibung, Call of Duty Zombie Mode, aber halt eine größere Welt mit Fahrzeugen und mehr Möglichkeiten. Ja, ist cool. Ich find's cool. Was sagt ihr, Leute, dazu? Ich fühl's. Ja, doch. Ist cool. Das Spiel würde ich auch spielen sogar, ja. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Tom Holland, der Schauspieler. Spaß. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Was erwartet ihr bei den Überraschungen? Da könnte gefühlt alles kommen, ne? Da kann ich jetzt keine Prognose raushauen. Vielleicht Days Gone 2, will ich in so einen Raum werfen einfach. Aber es kann alles kommen, wirklich alles. Deswegen, lasst mich dabei überraschen. Einfach überraschen lassen, würde ich sagen. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Leider nicht Tom Holland, schade. Baldur's Gate kommt in 2 Monaten raus, 2023, Ende August. It isn't you I answer to, Gortash.
Wenn GTA 6 rauskommt, springe ich aus dem Fenster, springe ich dann mit dir mit, März. Ich folge dir dann aus dem Fenster. Sven tells me still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Okay. Sounds like you guys are a little hyped. So to tell us more is Ich bin auch hyped. Game Director at Insomniac. Brian, Datum. Release-Datum. Komm, Bro, du musst es droppen. Release-Datum. Looks like we have some Let's go. What the fuck? Is this the box? This is the box art. This is, you know. Oh, das ist der... Oh, was? Has two on the box. Das sieht geil aus. Titel auf CD druckt. Peter and Miles. Und generell Thumbnail. Sieht geil aus, oder? Experience that you guys are doing with these sort of two characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but sieht I geil want to talk aus. about the two villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I two promise. main ones, but we have some new art to show of. We obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. Noch mehr Schurken, sagt der Typ. Him and how he so factors Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his. Boah, sieht das geil aus, dieser Titel. Alter. All of the Marvel characters that live in New York City. So Peter, Auch Miles, Spideys Anzug, 10 von 10. on the hunt. And others. ... Yes. Yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Yo, was? Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much Klar, you're das ist going to tell nicht us in-game, about aber Venom. es Is ist eine this, Zeichnung. Das ist can you Art. tell- Is this an Osborn Venom? Can you tell what's the origin of Eddie Brock? Was? Das sieht Venom? krass It is not aus. Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Ist nicht Eddie, Our ja? goal was to tell an original story. Something Aber we Harry haven't Osborn seen glaube ich auch in the nicht. comics, the movies yet. Obviously, Wow. we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. Oh. That's Es ist nicht Eddie Brock. Obviously, the symbiote is a big part Vielleicht of the Mary gameplay, Jane. and MJ one ist thing dann that Venom, we were Leute. all Stellt euch mal struck vor, with ey. the footage that you showed at the Das PlayStation wär's. Showcase was, Aber how ist jetzt that ein Spaß is von mir really gewesen. impact the gameplay when you're playing as Peter. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be. Boah, sah das grad geil Yeah, I aus. mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects Ich höre es mal kurz zu und dann sage ich meine Meinung You saw dazu. some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so Boah. even more of sort of Yeah, I mean, the cities. city So is geil pretty much aus. Und double dieser the Titel, size. ey. So it's Manhattan, Titelbild, Queens, Brooklyn, and then 10 von being able 10. to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think, Datum. we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Zeigen jetzt noch mehr Boah, die zeigen kein Gameplay, oder? Die zeigen noch mehr Gameplay, oder was? Oder jetzt Datum, würde ich mal sagen. Wie ist Datum? 20. Oktober. 20. Oktober 2023. Wir haben unser Datum, Leute. Wir haben unser Datum. Awesome. Well, Brian, thanks so much for 20. Oktober 2023. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. Geil. Cool, sehr We cool. got our date. All Gut, right. gut, gut. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival Mehr wollte ich crafting nicht. game where you can Mehr wollte ich befriend nicht. and collect Gameplay wäre zu viel mysterious gewesen. creatures called Pal. Datum ist gut, was sie gezeigt haben mit den ganzen Arts. Das mit Venom. Pokemon with guns. And Ja. then we're gonna look Und dass at er the gesagt Land hat, of dass the es nicht Eddie Morning Brook sein Light, a new wird, expansion der of Venom. Black Desert Ist auch Online, interessant which zu wissen, muss ich recreates the sagen. mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty. Weil man It's würde a jetzt huge denken, boss. dass Harry Osborn der Venom ist, ne? Weil am Ende vom Spiel, Spoiler, hat man ja gesehen, dass Norman Osborn, der Vater von Harry, da in dieses Labor gegangen ist und hat man gesehen, dass Harry dieses Venom in sich trägt. Aber ich glaube, das ist nicht Harry. Es wäre zu einfach. Es wäre krass, wenn es MJ wäre.
Aber ich bin gespannt. Also der hat ja auch gesagt, der Direktor, dass es nicht erwartbar ist, wer das sein könnte. Deswegen ist cool. Also ich finde es okay, dass sie kein Gameplay gezeigt haben. Das, was ich jetzt gesehen habe, ist völlig genug. Wir haben unser Datum, wir haben noch ein paar Infos dazu bekommen. Mehr will ich nicht. Und ich bin zufrieden. Was sagt ihr, Leute? Weil ich finde, Gameplay wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, weil wir haben jetzt auch genug gesehen vom Gameplay. Und ich will jetzt einfach nur noch gehypt sein. Die ganzen Bilder, wie Spider-Man und gegen Kraven in New York und noch gegen Venom, Miles und Spidey gegen Venom. Das sah einfach absolut geistesgestört aus. Und er sagte, es gab noch mehr Schurken in dem Spiel. Ich sag, Grüner Kobold ist auch dabei. Ja. Geil, sehr geil. 20. Oktober, Leute. Das wird zu krass sein. So, ich habe jetzt das bisschen verpasst gerade. Dieses Pokémon-Spiel. Aber ist egal, Spider-Man 2 hat Priorität in meinen Augen. Geil, 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 ey. Wirklich sehr, sehr geil. Aber die Frage ist dann, was kommt denn danach? Also er meint da große Überraschungen am Ende. Also ich denke, das ist noch nicht das Krasseste in der Show, sage ich mal, ne? Was sie hier angeboten haben. Deswegen mal gucken, wie es wird. Bis jetzt ist so meins, ich habe jetzt meine Erwartungen jetzt übertroffen mit Spider-Man 2. Ich habe mein Datum bekommen und noch was dazu. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Stellt euch vor, am Ende ist das Spiel scheiße. Also wenn Spider-Man 2 nicht gut wird, dann verlose ich meine PS5 mitsamt meinem YouTube-Account. Und mein TikTok-Account dazu, dann verlose ich alles, was ich habe. Könnt ihr gerne klippen und raushauen. Also wenn es scheiße wird, das Spiel, verlose ich alles, was ich habe. Wie gesagt, YouTube-Kanal, TikTok und mein PS5. Ohne meine Bildschirme und meinen PC. Ich mache dann alles, Verlosung. Ich verlose dann alles, was ich habe. Across Middle Earth, delving for riches. Middle Earth? Herr der Ringe Spiel oder was? Greatest treasure remains out of our reach. Moria. Ja, ich bin froh. Ich bin jetzt richtig froh jetzt. Jetzt ist egal, was kommt. Ist egal, was kommt. Habt ihr das Gollum-Spiel gesehen, Leute? Das Gollum-Spiel sah ja scheußlich aus. Das neue Gollum-Spiel. Grafisch sah das absurd aus. Und da waren auch so viele Fehler, so viele, also sehr, sehr krasse Bugs sogar. Die Animationen sahen absolut komisch aus und dafür haben sie mehrere Jahre gebraucht. Das finde ich schon krass, ey. So, danke Samsung, Game Pass und so, alles schön und cool, aber vielleicht so ein richtiger Banger. Ist kein Muss, wie gesagt. Ich weiß, beide haben wir ja schon gesehen, aber trotzdem so ein geiler Banger wäre schon cool. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Legendary Franchise, The Last of Us 3, Kappa? Oh, das ist ein Handyspiel, okay. Viele freuen sich sogar. Die Menge hat gerade aufgeschrien. Ja. Ein Handyspiel. Final Fantasy auf Handy oder was? Alles klar. Ob das jetzt ein Muss ist? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwelche Final Fantasy Fans im Chat? Nee, nevermind, ich wollte gerade was sagen, aber es war Schwachsinn. Das Gollum-Spiel ist Abfall, das war schon echt Abfall. Was ich da gesehen habe für Videos, das war schon anders, Alter. Das war schon anders, du. Ich grüße Emir. Ich grüße dich, mein Lieber. Ja, Final Fantasy auf Handy. Ja.
Vielleicht gibt es da Fans draußen, die es gerne spielen wollen, aber meins ist überhaupt nicht, gar nicht. And users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using ja, die wurden gerade gebaitet von dem Moderator. Get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Wollte aber halt nur das ankündigen mit dem Code. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Sei nicht so wuselig, trink lieber eine Pulle Vita-Welt, Großer. Ich hab's noch nie getrunken, Vita-Welt. Ich hab das auch nie gesehen in einem Laden. Schmeckt es gut, Vita-Welt? An die Vita-Welt-Trinker, die eine Pulle schon getrunken haben? Das gibt's im Kaufland, glaube ich, ne? Oder wo gibt es Vita-Welt? Muss ich mal probieren, irgendwie. Es ist ja anscheinend auch gesund, Vita-Welt. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. Ja, also jetzt abgesehen von Spider-Man 2, was da Infos kamen, ist jetzt so der Rest. Gameplay-technisch, spieltechnisch nicht so. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Das ist ein bisschen wie A Plague's Tale, dieses Rattenspiel. Von der Atmosphäre her, von der Grafik, ja. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers, Ghosts of New Eden. Ende 2023. Alles klar. Oh, wie heißt es? Yakuza? Neues Yakuza-Spiel? Sie ist Yakuza, ne? Oder ist es ein anderes Game? Ich sag Yakuza. Der Wristlord. Ist doch nicht Yakuza, oder? Oder ist es Yakuza? Ich kann es nicht einschätzen gerade, weil das ist irgendwie so richtig flashy mit diesen blauen Fähigkeiten und so. Hey Mann, wie geht's dir? Gob, bist du derjenige, der auf TikTok immer diese Daumen hoch schickt in meinen Videos? Bist du der, Gob? Mir geht's so, wie geht's dir, Gob? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Willkommen im Stream. Ist das nicht Yakuza, oder? Nee, es sah ein bisschen anders aus. Like a Dragon Gaiden, okay? Das sah halt ein bisschen aus wie Yakuza von der Art her. Aber das ist eben sowas hier. Ja, ist okay, ist okay. Die sollen mal Fortnite zeigen. Die zeigen bestimmt auch Fortnite. Die neue Season sogar, ne? Haben die ja auch gesagt. Sieht ein bisschen aus wie, wie heißt das Spiel nochmal? Hab den Namen vergessen wieder. Das Unterwasserspiel. Ego-Perspektive. Subnautica. Subnautica in Third Person, oder wie? Subnautica Horror Game? How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? They shouldn't be here. Nee, Selim, ich bin schon, also ist okay. Die Artworks sagen ja auch schon viel über das Spiel aus. Venom und gegen Kraven, die Artworks waren absolut geil. Also ich bin froh, dass sie kein Gameplay gezeigt haben. Ich als Spider-Man-Fan, ich find's voll okay. Die haben Datum gezeigt,
Und noch ein paar Informationen über die Schurken, dass jetzt Eddie Brock nicht der Venom ist und dass auch noch mehr Schurken dazukommen. Ich finde, das ist vollkommen genug. In meinen Augen. Ist voll genug. Die Artworks sahen geil aus, der Titel sah absolut geil aus. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Also was sagt ihr, die anderen Spider-Man-Fans? Ich find's okay. Spielt auch jemand Warzone überhaupt? Of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Ich glaube, Warzone ist voll tot, glaube ich, ne? Habe ich mal irgendwie gelesen und gehört. Warzone soll, glaube ich, richtig tot sein. Playground, okay. Ja, COD ist jetzt gar nicht mehr so meins. Damals habe ich COD sehr, sehr gerne gespielt. Also die neuen Teile, nicht so. Boah, das ist so Copyright-Musik alles. Ich werde so fett geclaimed, ich sag's jetzt schon, ey. Ich werde so fett geclaimed von YouTube später. Junge, machen jetzt Stadion für Messi oder was? Wäre krass, aber ey, ne? Was sagt ihr Messi zu Inter Miami, ey? Ist krass, ey. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of Xbox und 75 Porsche, Collab. consoles inspired by six famous Porsche race cars. Xbox die beste Konsole aller Zeiten, also Xbox ist besser als PlayStation. Auf jeden Fall. By the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Was ist schon Spider-Man, The Last of Us, God of War, wenn man Halo und Forza haben kann, Leute, ne? Xbox, beste Konsole aller Zeiten. Besser als Nintendo, PlayStation, alle zusammengerechnet. Xbox ist die Gold-Konsole aller Zeiten. Wirklich. Ich liebe Xbox. Ach du Kacke. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned. Ach, die kann man nicht mal kaufen, die kann man einmal gewinnen jetzt hier oder wie auf der Seite. To get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass Animal so Crossing, quickly. gut, Spaß. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. Ich glaube, mein Blick sagt alles, oder? Mein Blick. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Ach so, nur für Switch und PC, nicht mal für PlayStation und so, ne? Okay, alles klar. Danke. Promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest.
Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Oh nein, sag nicht reden über Marvel Snap die ganze you guys have been on Zeit. Bitte fire. nicht. Last time I saw you was at the Game Bitte Awards when nicht. you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next. Hab grad den gleichen Blick wie du, It's Stabko. Ja, ja. It's a great way Jetzt to über get a Snap. super competitive experience. Hast du schon den neuen Spider-Man-Film gesehen? Ja, hab ich. Absolut geiler Film. Grandioser Film. Ich sag's 10 von 10. Sehr viele coole Easter Eggs. Die Animation brauche ich gar nicht erwähnen, die ist Weltklasse. Auch die Story an sich. Ich bin echt gehypt auf den zweiten Teil vom zweiten Teil. Nächstes Jahr kommt es da raus, März. Bin sehr gespannt drauf. Listen, I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Mal gucken, was der Chat sagt von Summer Game Fest. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be A Mobile Card Game, no way. unlucky. Schlafen, oh hey, it's my boy. Die meisten sind auch ein bisschen nett jetzt gerade. Okay, I don't have an Ach du ideal Scheiße. hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Destroy the what? Each player destroys their deck. Average Snap Player, ey, der Arme. Der ist doch voll lieb. I have. I'll play Einer schreibt noch nett, hab ich direkt gesehen. Und Genki hat auch einer gerade geschrieben, ey, das ist gemein. Seid nicht so gemein, ey. Die sind voll gemein zu dem Typen, ey. Manche schreiben so Genki, nett und so, Fat Nett. Das ist gemein, Digga. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The big boss. Warte, schau nur mal ganz kurz, was die reinschreiben, ey. Die Kommentare, ne? Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being Ah, okay, jetzt ist es vorbei. Oh, die haben schon geleakt. Die schreiben schon Fortnite rein, Alter. Die sind schon vor mir, Alter. Ist es doch live? Ist nicht mal richtig live. Jetzt ist es live. Ah, okay, wir haben nichts verpasst. Wir haben nichts verpasst. Was ist denn das denn jetzt wieder? Das ist irgendwie gefühlt das 50. Spiel, was so aussah in dieser Summer Game Fest. Gefühlt alles sieht genauso aus wie das hier irgendwie. Immer so mit Ritzern, mit irgendwelchen Skeletten und irgendwelchen Ritzern. Das ist irgendwie alles dasselbe irgendwie. Oder bilde ich es mir jetzt nur ein, dass alles irgendwie gleich aussieht in der Summer Game Fest? Immer irgendwelche Ritter, immer irgendwelche Magier oder... Ja, sowas, die Drachen und... Ja, so RPGs einfach. Immer dasselbe irgendwie. Ist das ein Handyspiel oder was? King Arthur, also King Arthur ist auch sogar ein Handyspiel, Alter. Warum zeigen die nur Handygames? Ich will keine Handygames sehen! Ist auch ein Handygame, glaube ich. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Was ist das? Links war Vasaria von Overwatch. Habt ihr es gerade gesehen? Das war Vasaria. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Eine halbe Stunde, also da gibt es noch Raum für ein paar Entwicklungen, für Ankündigungen meine ich. Krasse Ankündigungen. Und nur die Atmosphäre, ja, ist echt, glaub, ist einfach alles dasselbe irgendwie, Alles das gleiche gefühlt. So, okay. Genug Handyspiele, genug Ritter, Magier, Spiele. Ich will jetzt mal sowas richtig krasses sehen. Fortnite, okay, let's go. Fortnite ist, auch okay, ist okay. Was sagen die jetzt hier? Neue Season? Vielleicht, ja? Ich muss mal nochmal vielleicht mal reinschauen, weil es gibt bestimmt jetzt neue Maps hier in der neuen Unreal Engine Modus da.
Hab ja lange nicht mal reingeschaut. Ich denke, es gibt jetzt schon coole Maps für die Unreal, also für die Unreal Editor Modus-Sache da. Okay. Steve, seriously, you don't stand a chance. Was ist denn das jetzt, Alter? Project under construction. Wieder so ein Handyspiel, Alter. So ein Handy-PC-Spiel, ey. Ich kann's einfach nicht mehr. So. Good morning, scavenger. Bitte, Summer Game Fest. Bitte was Cooles. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Was ist denn das denn jetzt für ein Spiel wieder? Space Trash Scavenger. Captain's log, stardate 43152.4. Das ist kein Handygame, oder? Bitte ein Konsolen-PC-Spiel. Ich will keine Handygames mehr sehen, bitte. Keine Handygames mehr. Ich hab genug Handygames. Digga, MEHR hat mein Snap geleakt. Ich muss dich entmodden jetzt, MEHR, ne, im Stream. Im Stream entmods. Spaß. Star Trek Inf... Was ist auch ein Handyspiel? Ist das wie so ein Handyspiel? Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Oh. Swung a little wide there. Anthony Mackie. Schauspieler von dem neuen Captain America. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? Payday 3 könnte sogar sein. Oder ist es so ein Mörderspiel? 4 Überlebende und ein Mörder, wieder sowas naht. Wie DBD oder Friday. Let me see that thong. Like it when the beat go. Was zum Teufel? Let your booty go. Girl, you want to show? The thong, the thong, thong, thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Digga, was sehen wir jetzt hier? Sounds like you have trust issues. Was? Twisted Tweedle? Das ist sogar eine Serie. Kein Spiel, Only on Peacock. Ah ja, einfach eine Serie. Ich will Spiele sehen und keine Serien. Und keine Handyspiele, bitte. Duplicating oneself in order to multitask. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Ich denke, die heben sich noch alles auf fürs Grand Finale, hatte der Moderator gesagt. Ich zitiere ihn mal. Mal sehen, mal sehen. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Serien, Handygames, was als nächstes? Theaterankündigung? Würde mich nicht überraschen, ey. Mich will gar nichts mehr überraschen hier in diesem Livestream. Ich meine, wir haben Nicolas Cage gesehen in DBD, also das ist alles sehr, sehr random. You're not the only one who can be in multiple places at once. I
I will become Legion and crush these demons. Lisfanga, The Time Shift Warrior, coming 2023 in diesem Jahr. Ja, komm jetzt, bitte. Irgendwas Geiles Cool jetzt. independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. How you doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Mal gucken, wie das Spiel aussieht. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand Vielleicht new sieht's ja gut aus, Leute, ne? Ich which comes out this summer for PC, gehe unvoreingenommen rein. PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht sieht er gut aus. Ich habe Hoffnung. Ich habe große Hoffnung. Sandrak's literally pushed us to the edge. Digga. Everyone that can Schon wieder irgendwas mit Ritzern und Magiern. Also, nee, oder? Ist es jetzt ein Studio gewesen? Nee, das ist es sogar, ja. Das ist alles das Gleiche. EA Originals sogar auch noch. Ja, schön. Das ist alles das Gleiche irgendwie. Vom Feeling her. Wieder irgendwelche Ritter, irgendwelche Magier. Was ist oder wie? Ah, jetzt zeigen die Gameplay. Das mit dem riesigen Mech ist was Neues, muss man ehrlicherweise jetzt auch mal sagen. Ja, aber auch grafisch sieht es, ich sag's nochmal, es ist ein YouTube-Stream, da sieht das Spiel immer ein bisschen schlechter aus von der Auflösung her. Weil ich streame normal, den Stream nochmal neu, deswegen ist es halt generell ein bisschen schlechter von der Auflösung her. Aber grafisch kann ich auch hier jetzt sagen, es ist kein Augenschmaus, aber Grafik ist jetzt nicht das Wichtigste, das weiß ich selber als Gamer, aber das sieht aus wie ein PS4, PS3-Spiel. Aber ja, da wird es Käufer geben. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht kaufen, das kann ich schon mal so sagen. Nee, nee, das ist nicht meins. Fühle ich auch nicht so leider. Ich will immer ein bisschen Respekt zollen für die Entwickler, weil Spiele zu entwickeln ist eine herbe Arbeit. Auch sowas, was wir sehen. Will immer den Anstand und Respekt wahren, ist klar, aber ist leider einfach nix für mich. Bisschen wie Orisa an die Overwatch-Spieler. Oder bisschen wie Life-Weaver. Es ist Life-Weaver-Gameplay, glaube ich. An die OW-Spieler. Diese Geschüsse hören sich an wie Life-Weaver an. Und diese Fähigkeiten einfach. Einfach Life-Weaver-Simulator.
I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest. Aber ist wirklich Live-Weaver. 1:1 mit den Handschuhen und so. We're only going to win this one together. Nee, gar nicht meins. Gar nicht meins leider. 20 Minuten noch geht es noch und dann mal gucken. Komm, irgendwas. Irgendwas. Love that Gönn we uns. show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out Nein. this summer from Ascendant. Hör auf zu lügen. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Morgen? Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle Hat er morgen with ancient gesagt? secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Kommt auch ein Live-Event oder? Ich glaube schon, ne? Ich habe die neueste gar nicht gespielt, die neueste Season. Gar nicht gespielt. Kein Live-Event, okay. Aber kann man sich mal anschauen. Dinosaurier. Ich mag Dinosaurier. Oh. Okay, das ist cool. Weil ich fand die derzeitige Season mit diesen futuristischen... Diese Städte und so, dieses Schwert. Das Schwert ist natürlich ganz cool, das neue Schwert, aber... Diese futuristischen Städte, die Cyberpunk-Städte, die habe ich nicht so gefallen. Sowas mag ich. Solche Tempel, bisschen Dschungel-like. Ich finde, das ist halt mehr Fortnite in meinen Augen. Oder was ist mehr Fortnite? Es ist eigentlich alles gefühlt Fortnite. Für mich ist es halt ein besseres Fortnite, wenn man das jetzt so... Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne? So dschungelmäßig und auch ein bisschen was Antikes. So futuristische... Transformers? Optimus Prime? Transformers und Fortnite Collab. Ey, kann man dann einen Mech spielen, oder was? Oh nein, das ist ein Skin, oder? Ich glaube, es war ein Skin. Ja, das ist ein Optimus Prime Skin einfach. Aber was zum Teufel, ey. Fortnite x Transformers. Ich wollte gerade sagen, es wäre ganz cool, wenn man so riesige Transformer spielen könnte. Also halt so auf so einen Transformer aufsteigen könnte, dann kann man so ein bisschen damit rumschießen, rumfahren. Okay, Fortnite Wilds. Mit Optimus Prime. Fortnite Wilds Alles klar. tomorrow. Man kann auf Dinos reiten. Finally, guys, Okay. it's time to get to our grand finale. Okay. Er sagt Grand It is a Finale. deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. We can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Hype nicht so viel, bitte. Hype nicht so viel. Were true. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a What the massive fuck? tornado which swept through What the hell is sectors that? 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations Final are Fantasy? already Das in war doch die progress. Final Fantasy, oder? Oder bin ich gerade blöd? Final Fantasy. Ja, okay, okay. Just look at Ist it all. objektiv betrachtet ein It's so großes Spiel. green. Aber Even after nicht meins. everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Aber schon sprechende... Der sieht aus wie der von König der Löwen, Alter. Der sieht ein bisschen aus wie Scar. been doing these past 5 years? Where's he been? Cool, And cool. you're Schön. asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through Hey, its das ist mein Opa. planetary veins.
According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Meinst du, es kommt ein zweiter Teil von Ghost of Tsushima? Teil 2 wird kommen. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es in dieser Summer Game Fest kommen wird als Ankündigung. Teil 2 wird safe kommen, irgendwann, aber ob es jetzt hier vorkommen wird, in diesem Livestream, weiß ich nicht. Wäre cool, wäre cool. So als Ankündigung oder so, oder so ein Trailer. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Okay. Ich hab das gleiche gedacht, Timo, mit Andrew Tate. Ich hab genau das gleiche gedacht. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Final Fantasy. Rebirth? Ist es jetzt ein neuer Teil oder ist es jetzt ein DLC oder ist es jetzt ein Remake? Ich blick nicht mehr durch. Ich blick nicht mehr durch. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. Aber Rebirth ist, glaube ich, ein Indiz für Remake. DLC? Ah, DLC, okay. Of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Das war's schon? Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Ah, das war's schon. Das war das Grand Finale? Was soll ich sagen? Das war das Grand Finale. Was wir nicht verpassen sollten. Ja, für mich war Highlight Spider-Man 2 Release-Datum. Also, was soll ich dazu noch sagen? Spider-Man Release-Datum war am besten, also... Ja, was sagt ihr dazu? 1 bis 10? Was sagt ihr dazu, Leute? Ich weiß nicht, ey. So, die Spiele waren ganz nett, also die vom Anfang, wie Mortal Kombat 1, Alan Wake 2 und so weiter und so fort. War alles ganz nett, ganz schön und so. Aber, ja, war jetzt kein richtig fetter Banger, also... Klar wurde PlayStation aufgelistet, aber PlayStation hat halt nur Spider-Man gezeigt, oder? Oder haben die noch andere Titel gezeigt? Alan Wake ist halt kein Exklusivtitel für PlayStation, ich glaube, ist halt für Xbox auch verfügbar. Alan Wake 2. Ansonsten gab es eigentlich jetzt nichts Großes. Also am Ende wurden Handyspiele gezeigt und das Grand Finale war ein Final Fantasy DLC. Also, ja, ich freue mich für die Fans von Final Fantasy. Gibt es ist eine riesige Fanbase, muss man sagen, von Final Fantasy also ist echt groß, die Fanbase. Ist nicht mein Spiel leider. Aber ich war eher gehypt auf das hier. Guckt euch mal, es sieht so geil aus, ey. Das sieht so geil aus, ne, Leute? Titel, von Spider-Man 2. Mit Miles Morales
Und Peter Parker am Arm, bisschen Venom und so. Auch diese Artworks hier. Das ist, glaube ich. Nee, das ist nicht in-game, aber das ist halt ein bisschen Konzeptart, genau. Aber ich bin gehypt, ey. Und das mit Venom hier, Alter. Boah. Die Inszenierung wird geil sein. Die Inszenierung wird sehr geil sein, muss ich sagen. Im Großen und Ganzen aber leider jetzt nicht so die geilste Show. In meinen Augen. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, das schauen wir uns nicht mal an hier. Das, was wir jetzt hier sehen. Und ja, da würde ich sagen, hat trotzdem Spaß gemacht, mit euch drüber zu reden. Mit euch gehypt zu sein. Spider-Man 2, 20. Oktober 2023. Eddie Brock ist nicht Venom. Auf jeden Fall, ganz cool. Okay, Leute, würde ich sagen, das war's dann fürs Erste mit dem Stream. Ich muss mal gucken, ob ich morgen live bin. Ich glaube, ich bin morgen wieder live für Fortnite. Gerne da einschalten, wenn ihr Bock habt drauf. Und gerne auf Discord gehen. Ich werde da die meisten Streams ankündigen. Und, ja, da würde ich sagen, gute Nacht an alle. Noch einen schönen Donnerstag an alle. Habt ihr morgen noch Schule? Ich weiß nicht. Wenn ja, dann früh schlafen gehen. Und dann, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis morgen dann. Und ciao. Ciao, meine